Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir haben ja bereits in der Vergangenheit euch den Carlink Kit 5.0 2R vorgestellt. Das hier ist ein Adapter, mit dem ihr euer bereits bestehendes kabelgebundenes Apple CarPlay und Android Auto wireless-fähig macht. Das heißt, ihr müsst kein lästiges Kabel mehr an euer Smartphone anschließen, um euch mit eurem CarPlay oder Android Auto verbinden zu können. Dieser Adapter hier war extrem beliebt bei euch und das auch noch zu einem richtig fairen Preis. Simpler Funktionsumfang, einfach anstecken und ja, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto genießen. Jetzt ist die Firma Carlink Kit auf uns zugekommen, hat gesagt, hey, hört mal, wir haben hier ein neues Produkt. Das zeige ich jetzt mal. Gleicher Funktionsumfang, aber der Formfaktor. Schaut euch das mal an. Um Welten kleiner. Wie diese Installation hier in dem Fahrzeug funktioniert, was ihr alles beachten müsst, das zeige ich euch in diesem Video. Und dranbleiben lohnt sich, denn am Ende könnt ihr sogar noch so ein Teil hier gewinnen. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Gleich nach dem Intro geht's los. So, dann lasst uns auch gleich mal mit dem Lieferumfang starten. Das Ganze kam hier als Päckchen, ja, als Briefpäckchen an. Darin befindet sich dann einmal unser Adapter. Hier dieser kleine Stick. Ich würde sogar sagen, das ist kleiner als eine 2-Euro-Münze. Und ein zusätzlicher Adapter, der den normalen USB-Anschluss in einen USB-C umwandeln kann. Also je nachdem, was euer Fahrzeug verbaut hat, seid ihr hier bestens ausgerüstet. Und wie man das Ganze jetzt hier ins Fahrzeug einsteckt, ist im Endeffekt wie ein USB-Stick am Computer. Man nimmt den und sucht sich seinen USB-Port am Fahrzeug. Bei uns ist der hier unten, wird also einmal eingesteckt und schon ist das Ganze verbaut. Was ich jetzt an diesem USB-Stick-Design ganz gut finde, ist, es gibt Fahrzeuge, die haben oberhalb am Armaturenbrett ihre USB-Ports und da hat es mit dieser Box hier nicht so richtig funktioniert. Die war dann irgendwo rumgehangen oder es war einfach nicht so angenehm, sie zu verbauen. Jetzt kann man also auch mit dem USB-Stick wirklich überall sein Fahrzeug wireless machen. Das ist wirklich klasse. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zur Verbindung mit dem Smartphone. Dazu mache ich jetzt einmal die Zündung an. Ich drücke also zweimal den Startknopf. Das System fährt hoch. Jawohl, und er hat er schon erkannt. Hier muss es also irgendwo Apple CarPlay gerade geben. Ich sage jetzt hier auf immer aktivieren. Das ist natürlich fahrzeugspezifisch. Bei unserem Mazda kommt diese Meldung. Und wir sehen hier auch schon CarPlay. Das Ganze fährt hoch. Und wir werden angewiesen, uns doch bitte mit dem Stick zu verbinden. Und das machen wir jetzt. Bevor wir uns jetzt mit dem Mini Ultra verbinden können, müssen wir einmal sicher gehen, dass wir an unserem Smartphone die WLAN-Einstellungen aktiviert haben und die Bluetooth-Einstellung. Wenn ich jetzt hier ganz nach unten scrolle, sehe ich hier auch schon das Gerät. Der Name wird auch vorne im Display angezeigt. So können wir also abgleichen und sicher gehen, dass wir uns mit dem richtigen Gerät hier verbinden. Dann drücke ich einmal hier drauf, verbinde mich also jetzt erst einmal mit Bluetooth. Drücke ich auf Koppeln. Ebenfalls natürlich die Synchronisation der Kontakte und Favoriten, das ist natürlich ebenfalls wichtig, drücke ich auf Erlauben und jetzt wird im Hintergrund gleich die Bluetooth-Verbindung getrennt und eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt. Das ist einfach deswegen wichtig, weil größere Datenmengen wie Musik oder Kartennavigation über Wi-Fi einfach schneller und zügiger laufen als nur über Bluetooth. Und sobald ich jetzt hier auf Verbinden drücke, wird das System auch gleich hochfahren. Und das hat jetzt so circa 8 Sekunden gedauert und schon sind wir also in unserem Homescreen des Apple CarPlays. Und hier können wir jetzt also ganz normal, wie gewohnt, unser Apple CarPlay nutzen. An der Stelle möchte ich jetzt gleich mal schauen, wie schnell das System hochfährt, wenn wir quasi frisch ins Auto kommen. Und dazu schalte ich jetzt einfach mal das Fahrzeug aus, lasse die Systeme herunterfahren. Und wir stellen uns einfach vor, wir würden jetzt zum Einkaufen fahren wollen, steigen ins Auto ein und starten es ganz frisch. Das mache ich jetzt hier auch. Also das System fährt hoch.
Ja. Jetzt sehen wir hier diesen Bildschirm und schon sind wir im Apple CarPlay. Also es geht wirklich ruckzuck, einfach ins Auto einsteigen, starten und schon sind wir eigentlich drin. In der Regel schnallt man sich ja sowieso noch an und dann hat man schon hier seine Oberfläche bereit. So, ich habe euch jetzt also gezeigt, wie man mit seinem iPhone die Verbindung wireless über den Adapter zu CarPlay herstellen kann. Und beim Android Auto ist es im Endeffekt exakt das Gleiche. Ihr macht das WLAN an, ihr schaltet Bluetooth an, verbindet euch per Bluetooth und dann seid ihr auch schon im System. Und an der Stelle möchte ich jetzt das Video gar nicht noch künstlich in die Länge ziehen, sondern das kriegt auf jeden Fall jeder hin. So, wo bekommt man jetzt diesen Adapter her? Entweder ganz unkompliziert über Amazon, dann verlinken wir euch unten mal in der Videobeschreibung etwas. Ist in relativ kurzer Zeit bei euch. Wer jetzt sagt, er möchte ein bisschen sparen, haben wir auch einen Rabattcode direkt beim Hersteller auf der Seite von CarLink-Kit. Da könnt ihr also bis zu 18% nochmal sparen. Ist also auf jeden Fall was für die Schnäppchenhaie unter euch. Da ist auf jeden Fall der Versandweg ein bisschen länger, aber wer es nicht eilig hat, kann wie gesagt noch ein paar Euro sparen. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Teilnahmebedingungen unserer Verlosung. Denn die Firma CarLink-Kit hat uns ja noch 2 weitere Pakete geschickt, die wir an unsere Community senden möchten. Und was müsst ihr dafür tun? Im Endeffekt Abonnent unseres Kanals sein. Bitte gerne den Daumen nach oben drücken. Und damit wir auch wirklich wissen, dass ihr teilnehmen möchtet, brauchen wir den Text, der jetzt eingeblendet wird, einmal als Kommentar in der Kommentarspalte unten. Gerne auch noch mit Videoideen, Ratschlägen, Meinungen dazu. Da dürft ihr gerne kreativ werden. Wenn ihr diesen Textblock mit dabei habt, dann wissen wir, dass ihr daran teilnehmen möchtet. In 4 Wochen werden wir dann den Gewinner, oder die Gewinner besser gesagt, auslosen, ein Video zu drehen und dann die Pakete verschicken. Ja, hat euch das Video gefallen, dann gebt dem ganzen Video doch gerne einen Daumen nach oben, das freut uns immer sehr. Abonniert unbedingt den Kanal, drückt die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und das Ganze ist natürlich kostenlos für euch. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Produkt oder allgemeine Fragen, Videoideen, schreibt es uns unten in die Kommentare, da antworten wir in der Regel sehr schnell drauf. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.